Happy Sabbath. Gesegneten Sabbat. I know that everyone that came here, it came for to meet God and to meet the Word of God. Ich weiß, dass jeder, der heute hergekommen ist, dazu gekommen ist, um Gott zu treffen und um das Wort zu sprechen. And I hope that's the fulfillment of what I'm going to do too. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt sagen werde, tun werde, sich auch so erfüllen wird. I would like to open the Bible in Exodus chapter 2, and we're going to read the first 4 verses. Wir werden jetzt lesen im 2. Mose 2 und lass uns die ersten 4 Verse lesen. And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi. And the woman conceived, and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she did hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of bulrushes, and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. And his sister stood afar off to wit what would be done to him. Es ging ein Mann vom Hause Levi hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass es ein feines Kind war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verstecken konnte, machte sie ein Kästchen aus Rohr, verklebte es mit Erdharz und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester stand etwas entfernt, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. If we don't know what's going on, In dem Fall, dass wir nicht wissen, was hier vor sich geht, we think that this story is a really nice story about a family with a child. könnten wir denken, dass das eine wirklich nette Geschichte ist mit einer Familie und einem Kind. But I want us to go with our imagination into this world. Aber lasst uns nun in unserer Vorstellung hineingehen in diese Welt. Ihr Mikrofon ist an? Nein? Ich weiß es nicht. Eingeschalten habe ich es. Ja? Ja? It's on. Okay, let's continue. Okay, let's go back with our imagination. Israel came to Egypt with a great hope. Also wir wollen uns das jetzt mal vorstellen. Israel kam zurück nach Ägypten mit einer großen Hoffnung, To escape a famine. um einer Plage zu entgehen. Yes, a famine that was threatening their lives. Eine Plage oder Gefahr, die ihr Leben threatening your life? Eine Hungersnot, die ihr Leben bedrohte. Okay, and well, they didn't know what's going to happen after them, but in the prophecy we find Sie wussten nicht, wie es ihnen ergehen würde oder was noch passieren würde, aber in der Prophetie erfahren wir, oder hören wir, lesen wir. and let's read it. Genesis 15, verse 13. Wir sind jetzt in 1. Mose 15. This was the prophecy, okay? 1. Mose 15 and verse 13. 13. And he said unto Abram at that time, Know of surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not therein, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Da sagte er zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und 400 Jahre lang unterdrücken. So when Israel, the family of Israel, of Jacob, came into Egypt, they had no clue that actually the next generation is gonna be slave in this country. Und als Jakob nun nach Ägypten, von Israel nach Ägypten kam, mit seiner Familie, mit seinem Stamm, hatte er keine Idee davon oder wusste er nicht, dass das Volk danach versklavt werden würde. So a couple years after Joseph, Also einige Jahre nach Josef another Pharaoh comes to the throne,
kam ein anderer Pharao auf den Thron. And this one doesn't want to care about what Joseph did. Und dieser Pharao machte sich nichts aus Josef. He thinks these people are good to be made slaves. Er dachte eher, es wäre richtig, diese Menschen zu versklaven. We're going to have big profit out of them. Und wir werden daraus großen Profit schlagen. So Israel gets into slavery. Und so fällt Israel nun in die Sklaverei. Well, probably most of the Israelites, they had no clue when the slavery is going to end. Und die meisten dieser Israeliten hatten vermutlich keine Idee oder keine Ahnung davon, wie lange diese Sklaverei dauern würde oder wann sie enden würde. But there were people that were watching. Aber da waren einige Leute, die wachsam waren und lasen. The situation get worse. Und die Situation wird schlimmer. Pharaoh said, "Oh, these people are getting bigger and bigger. Und Pharao sagte, dieses Volk wird immer größer und größer. And if I leave them as they are, Und wenn ich das geschehen lasse, they're going to overthrow me. dann werden sie uns überlaufen. You know, as long as you can have soldiers that take care of them, you're fine. But if they are bigger than your number, Und er dachte, solange es jetzt Soldaten gibt, die das in Grenzen oder in Schacht halten kann, ist es ja okay. Aber wenn die mal größer werden in Anzahl als die eigenen Leute, the country becomes threatened. dann wird das eine Gefahr für das Land. So he gives a decree. Also gibt er hier einen Befehl heraus. Kill all the males that are born to the Israelite women. Tötet all die Woman. männlichen Nachkommen der israelitischen Frauen. So, in this time, Und zu dieser Zeit we find what we read. finden wir, was wir lesen. One man, his name was, the Bible doesn't even give us, we find it out later. Yeah. His name was Amram, Also da war ein Mann namens Amram and his wife was Jochebed. und seine Frau war Jochebed. So, while this decree was in full force, Und während nun dieser Auftrag in vollem Gange war, to kill all these males, nämlich all diese Jungen zu this töten, young couple war dieses junge Paar, have a son. sie bekamen gerade einen Sohn. When she gave birth to the boy, Und als sie diesen Jungen gebar, she says, "Oh, it looks good." sagte sie, er sieht gut aus. I wonder which mom would not say that. Und ich frage mich, welche Mutter das nicht sagen würde über ihr Kind. But Aber it says the parents believed that the time of Israel's release was close. Aber wir lesen hier, die Eltern glaubten daran, dass die Zeit für Israels Befreiung nahe war. And that God would raise up a deliverer. Und dass Gott einen Befreier hervorbringen würde. And faith in God strengthened their hearts. Und der Glaube an Gott hat ihre Herzen gestärkt. And they were not afraid of the Pharaoh's command. Und sie fürchteten sich nicht vor diesem Befehl des Pharaos. So I wanna get modern now. So I wanna get? Modern nowadays. Okay. Lasst uns in die Jetztzeit kommen. You see, we are in certain way of slavery. Wisst ihr, wir sind in einer ähnlichen Art der Sklaverei. We live in this world that tells us how we have to act. Wir leben in dieser Welt, die uns die ganze Zeit über sagt, wie wir zu handeln haben. So what is slavery basically? Also was ist genau genommen Sklaverei? Do you have any rights? Hast du irgendwelche Rechte? Can you have your own religion? Kannst du deine eigene Religion Can you have your own money? Kannst du dein eigenes Geld haben? Everything is given to them that rule over you. Alles ist an den gegeben oder an den abgegeben, der dich beherrscht. So the modern life wants to make us slaves.
also das moderne Leben will uns zu Sklaven machen. Have you noticed that? Hab- They tell us how you have to eat. Habt ihr das schon registriert? Sie sagen uns, wie wir uns zu ernähren haben, How you have to live, wie du zu leben oder wie wir zu leben haben, how you have to educate your children, wie du deine Kinder zu erziehen hast, everything. alles. They set you a rule. This is how you have to act. Sie setzen dir eine Regel auf, die dir sagt, so hast du zu agieren. So in a way, Also auf eine bestimmte Art und Weise we live in a modern slavery. leben wir in einer modernen Sklaverei. And the big attack Und der wirkliche Angriff, is on our liberty. geht gegen unsere Freiheit. Now, this lady, Jochebed, Und diese Frau hier, Jochebed, was pregnant in a time of slavery when a decree was to kill all the males. war genau in so einer Zeit schwanger, in einer Zeit der Sklaverei, wenn dieser Befehl herauskam, dass alle Nachkommen getötet werden müssten. I want to ask the ladies, how far can you hide the pregnancy? Und wir fragen jetzt die Frauen hier im Raum, wie lange kannst du eine Schwangerschaft verbergen? 4 Monate? 4 Monate? Okay. Anybody gives more? I was not pregnant, so 4 months. 7 months, okay, very good. 7 Monate? You can hide. You can hide, okay. Very good. I would say about 7 months too. Ich würde auch meinen, so 7 Monate ungefähr. I'm a lady too. Okay, well, she has a status that she cannot hide. Sie hat jetzt also einen Status, den sie nicht verbergen kann. If she goes on the street, everybody knows that this lady is going to have a baby. Und wenn sie rausgeht auf die Straße, dann wird jeder wissen, diese Frau wird ein Baby bekommen. Whose eyes do you think followed her? Welche Augen, glaubt ihr, sind ihr gefolgt? The soldiers. The soldiers. Die der Soldaten. Oh, this was in the next house that we have to enter. Und sie sagten sich, da ist das nächste Haus. Das wir How can she hide this? Wie kann sie das jetzt verbergen? Yet she takes a stand. Und trotzdem nimmt sie einen Status ein. She probably didn't even call the midwives. Sie hat wahrscheinlich nicht einmal die Hebamme kontaktiert. She hid her delivery Sie hat die ganze Geburt verborgen gehalten. and she hid her baby. Und sie hat ihr Kind versteckt. Now, ladies, can you hid your baby? Also eine Frage an die Frauen. Kannst du dein Baby verstecken oder geheim halten? Can you make a baby not to cry? Without crying. Impossible. Kann man ein Baby so weit bringen, dass es nicht weint, nicht schreit? How can she make that baby not cry? Wie kann das vonstatten gehen? She hid the baby 3 months. Sie hat dieses Baby für 3 Monate lang versteckt. There is a lot of action in it. Und das verlangt jede Menge Aktion. This lady doesn't say, oh, this is the situation now. Und diese Frau sagt sich nicht, das ist die Situation jetzt. Well, if it has to be, it has to be. Und so wie es kommen muss, so muss es eben kommen. After all, I'm in slavery. Und am Schluss leben wir sowieso in Sklaverei. After all, I'm having no rights. Und ich habe sowieso keinerlei Rechte. This is a kingdom that fights against me. Das ist Kingdom. Rulership, Ja. legislation, Das ist ein whatever. Reich. Dieses Reich, es kämpft gegen uns, kämpft gegen mich. So how can I fight this? So, wie kann ich dagegen angehen oder ankämpfen? Do I have anything that I can do against this? Gibt es irgendetwas, das ich tun kann gegen das hier? This was not a lady to give up. Und das war keine Frau, die aufgeben würde, She took God by hand sondern sie hat Gott bei den Händen and genommen she said, I'm going to do it. und hat sich gesagt, ich werde das tun. God will help me. Gott wird mir dabei helfen. Now, how she hid that baby, don't ask me, I have no clue. Und wie sie dieses Baby nun versteckt hat, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. But she acted on that. Aber
Sie hat es getan. She hid the baby. Und sie hat es versteckt. And when she realized she cannot hid it anymore, Und als sie nun realisierte oder sah, dass sie es nicht mehr länger verstecken konnte, she prepares a little ark. hat sie eine kleine Arche vorbereitet. You know, we tell these stories to the children, and it sounds so nice, you know. Mama prepares a basket, puts pitch in it. Wisst ihr, wir erzählen diese Geschichten unseren Kindern in der Sabbatschule und es klingt alles so nett. Die Mutter bereitet hier ein schönes Schilfboot und legt das Kind hinein. But for her, it was like a casket. Aber für sie war das eine schlimme Sache, Where she buried her child in the faith of God. wo sie im Grunde genommen ihr Kind begraben hat im Glauben an Gott. It was totally given up to God. Es wurde wirklich voll und ganz an Gott übergeben. For her, it was like burying it in God's hand. Und für sie war es so, wie es zu begraben in Gottes Hände. She wasn't killing him. Sie war nicht dabei, ihn zu töten. She gave it up totally to God. Sie gab ihn voll und ganz an Gott. And now where she hid this child? Und wo hat sie es jetzt versteckt, dieses Kind? Do you know where they killed the babies when the boys were born? Do you know where they killed it? Do you know the soldiers where they killed it? Wisst ihr, wo die Soldaten diese Kinder? In the river. Okay. Mhm. Also die Frage war, wisst ihr, wo die Soldaten diese Kinder getötet haben? Im Fluss. She put it in the same place where people would kill their babies. Also sie hat jetzt ihr Kind genau an denselben Platz gebracht, wo diese Leute die anderen Kinder töten würden. I want to tell you something. Ich möchte euch eins sagen. There are babies in the river, Da sind Babys in diesem Fluss. but there is one baby that is alive. Aber da ist eines, welches lebt. Mothers, there are children in the school. Mütter, da sind Kinder in dieser Schule. Is your child alive Ist dein Kind am Leben or is dead in slavery? oder befindet es sich in Sklaverei? Take courage. Take courage. Nur Mut Trust God for your child's life. und vertraue Gott, vertraue dein Kind Gott an. It was all that she could do to this baby. Das war alles, was sie für dieses Kind tun konnte. She trusted God completely. Und sie vertraute Gott voll und ganz. The mother's earnest prayers had committed the child to the care of God. Und diese ernsthaften Gebete der Mutter hatten das Kind voll und ganz an Gott übergeben. And angels unseen hovered above his lowly resting place. Und da waren unsichtbare Engel, welche über dem Kind hier im Schilf wachten. Mother didn't just put the baby there and said, well, what God will do, will do. Diese Mutter hat nicht einfach ihr Kind dort hineingesetzt und hat gesagt, okay, Gott wird machen, was er tun wird. She earnestly pleaded with God. Sie hat ganz ernsthaft mit Gott gerungen und ihn gebeten. She pleaded for that child's life. Sie hat gefleht um das Leben dieses Kindes. And humanly speaking, she did all she could. Und menschlich gesehen war das alles, was sie tun konnte. She sent her little daughter to play around. Sie hat ihre kleine Tochter rausgeschickt, um zu spielen. Don't make it like you are watching your brother. Um es so aussehen zu lassen, als ob sie auf ihren Bruder schauen würde. Don't make it look like you are watching him. You understand? Don't make it appear as you are watching him. Okay. Um es nicht so, also sie hat ihr Kind rausgeschickt, und ihm gesagt, es soll nicht so aussehen, als ob sie auf ihren kleinen Bruder schauen würde. You just play, like a little daughter next to the puddle of waters. Geh einfach raus und spiel hier neben dem Wasser und lass dir nichts anmerken. Yet she noticed the water takes that basket away from her. Und jetzt merkt sie oder sieht sie, wie das Wasser diesen Korb hier davon trägt. And this basket is floating. Und dieser Korb
er schwimmt nun. So she's making her play along the river. Also geht sie weiter mit in ihrem Spiel den Fluss entlang. She's not losing her eyes off this basket. Und sie verliert diesen Korb nicht aus ihren Augen. And God took care of the baby. Und Gott hatte geachtet auf dieses Kind. God rewarded the faith of mother. Und Gott belohnte den Glauben dieser Mutter. You see, I wonder many times, we know about Moses. Und manchmal frage ich mich, wir wissen über Mose. And we know that he became the liberator of Israel from Egypt. Und wir wissen, dass er der Befreier Ägyptens wurde. And I wonder, Der Befreier der Israeliten wurde. Und ich wundere mich, was it because God specifically chose this child? war das deshalb, weil Gott ganz speziell dieses Kind gewählt hatte? Or was it because he rewarded the faith of a mother Oder hat er in Wirklichkeit den Glauben dieser Mutter that, belohnt, that trusted her child in God's hand? die ihr Kind voll und ganz in Gottes Hand übergeben hat, in vollem Vertrauen? It's probably both. Wahrscheinlich war es beides. But this woman took her call and acted. Aber diese Frau ist wirklich aufgestanden und hat agiert. Now, I have a call for ladies. Und ich habe jetzt heute einen Aufruf für die Damen. The society of modern life Die Gesellschaft von heute calls the life of our children, calls calls for the life of our children. How to say it? Claims the life of our children. Okay, also die Gesellschaft von heute greift nach unseren Kindern. Society wants to teach the children how to live. Also sie wollen unsere Kinder lehren, wie sie zu leben haben. The society wants to give them the standards of life, the values of life. Thank you. Und die Gesellschaft will ihnen ihre Tugenden auferlegen. Value, ja. Okay. Will ihnen aufdoktrinieren, was wertvoll und notwendig ist im Leben. What are we mothers doing? Und was tun wir Mütter? Just give up our hands and say, that's it? Heben wir unsere Hände und sagen uns, okay, so ist es eben. When cell phones came in, Als Mobiltelefone aufkamen, I was working with a doctor da arbeitete ich gerade mit einem Arzt, who had a teenage son. der einen Teenager-Sohn hatte. And she said, well, I don't want to stop my child from the modern life. Und er sagte, weißt du, ich will mein Kind nicht zurückhalten oder abhalten vom modernen Leben. Well, we can say the same thing. Oh, my child is getting, this is the modern life. Jetzt können wir hier dasselbe sagen und uns sagen, wisst ihr, das ist das moderne Leben. So ist We es. cannot stop them from what is, this life now. Und wir können das eben nicht ändern, wie es heutzutage ist. But we have a responsibility. Aber wir haben eine Verantwortung. What are we doing with that responsibility? Was tun wir mit dieser Verantwortung? What if your child, a couple of years later, chooses different values than God's values? Was ist, wenn dein Kind später andere Tugenden annimmt, als es Gott gerne von ihm hätte? When God will call you up and say, what did you do to your child? Wenn Gott dich dann rufen wird und dich fragen wird, was hast du deinem Kind angetan oder mit deinem Kind getan, What are you going to say? was wirst du ihm dann sagen? Oh God, it was just the modern life. Also Gott, weißt du, das war halt das moderne Leben. I didn't want him to feel odd in society. Und ich wollte halt eben nicht, dass er sich irgendwie abgesondert fühlt oder außerhalb der Gesellschaft fühlt. You see, Moses didn't look odd in his society. Wisst ihr,
Mose didn't look out in his society. Odd. Odd means different, looking bad. Mhm. Odd. Okay. Okay. Also Mose hatte in seiner Gesellschaft nicht schlecht ausgesehen. Odd, schlecht. To Look bad. look bad. Mhm. Okay. He didn't look bad in his society because God rewarded the mother's faith. Weil Gott eben den Glauben seiner Mutter belohnt hat. When Pharaoh's daughter finds the baby, Und als die Tochter des Pharao nun das Baby findet, she said, "Oh, a child. hat sie sich gesagt, oh, ein Kind. I'm gonna take him and make him mine." Ich werde es nehmen und es mir behalten. And when the little girl sees that the lady, the Pharaoh's daughter, enjoys the baby, Und als jetzt die kleine Schwester sieht, dass die Tochter des Pharao Gefallen findet an diesem Baby, she said, "Would you like to have a nurse for the baby?" läuft sie jetzt hin und fragt sie, brauchst du vielleicht eine Mutter, die es stillen kann? The baby is hungry. Weil dieses Kind ist hungrig. At that time, they didn't have powdered milk. Und zu dieser Zeit gab es kein Milchpulver. They had to have a mother. Da mussten Mütter her. So mother received now back the baby. Und auf diese Art und Weise kriegt die Mutter jetzt ihr Baby zurück. And she has the royal authority to keep this baby. Und sie hat die offizielle Bestätigung oder Genehmigung dafür, das Kind zu behalten. And she's paid for it. Und sie wird noch bezahlt dafür. What do you think? She's go home. Wow! Könnt ihr euch vorstellen, in welche Stimmung sie nach Hause gegangen ist? Yes, her heart was merry, Ja, was happy. okay. Ihr Herz war außer sich vor Freude. But in the same time, Aber zur selben Zeit she knew she has a great duty. wusste sie, dass sie eine große Aufgabe vor sich hat. Every moment of this child's life Jeden Moment des Lebens ihres Kindes, that stays in her house das bei ihr im Haus sein würde, has to be imbued with the teaching of God, muss den Lehren Gottes, filled, completed. muss insofern genutzt, jeder Moment muss weise genutzt werden, um das Kind in den Geboten Gottes zu unterweisen. Ellen White says she endeavored to imbue his mind with the fear of God. Und Ellen White sagt uns hier, dass sie beständig dabei war, ihr Kind in der Furcht Gottes zu erziehen And the love of the truth and justice. und hin in die Liebe zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit. And earnestly prayed that he might be preserved from every corrupting influence. Und sie hat stetig und ernsthaft dafür gebetet, dass ihr Kind vor jeder Korruption beschützt werden sollte. So she never let the guard down. Also sie hat sich niemals einfach fallen lassen. Oh, I have my baby back now. Ich habe jetzt mein Kind zurück Oh, I can enjoy him. und ich kann mich jetzt an ihm erfreuen. She knew every moment she has to teach the child Sie wusste, dass jeden einzelnen Moment sie dieses Kind unterrichten musste. that on the moment she's giving up back to the Pharaoh's daughter, Dass in diesem Moment, als sie ihr Kind dann geben würde an die Tochter des Pharao, this child will not forget God. dass dieses Kind Gott nicht vergessen würde. Whatever will be poured into his mind, Was auch immer dann in seinen Geist hinein oder in seinen Kopf hinein platziert werden würde, he will have a consciousness of the truth and how to stand. wird er ein Bewusstsein über die Wahrheit haben und wissen, wie er stehen kann. It's not an easy job. Das ist kein einfacher Job. It's not calling for just, how nice to have a baby. Und das ist kein Aufruf zu sagen, weißt du, wie schön es ist, ein Baby zu haben. It's called to have a big responsibility. Das ist ein Aufruf für eine große Aufgabe. And remember, our society is looking so much
like the society that Jochebed raised Moses up. Und seht ihr nun, dass unsere Gesellschaft heute sehr wie die damalige Gesellschaft aussieht, zur Zeit Jochebeds? But the actions of the mothers today Aber die Aktionen der Mütter von heute will be rewarded werden belohnt werden. when your child will stand in the day of the Lord, Wenn dein Kind am Tage des Herrn stehen wird and God will say, "Good done, und Gott sagen wird, you faithful mother." du glaubwürdige Mutter. And come and receive your reward. Und komm jetzt herein und erhalte deine Belohnung. May God help us. Amen. Möge Gott uns dabei helfen. Amen. Amen.